Hier drin werden 25.000 Kilowatt Strom im Jahr erzeugt. Im Vergleich, das ist der Stromverbrauch von 4 bis 5 Haushalten im Jahr. Gut, das schafft jetzt nicht eins dieser Module alleine, aber ein ganzes Gebäude voll ausgestattet damit. Weltweit einzigartig, quasi ein Solarkraftwerk mitten in Marburg. Geplant und umgesetzt wurde das Solarhaus von dem Verein Sonneninitiative. Christian Quast ist einer der Ingenieure. Wenn ich an Solaranlagen denke, dann meistens ja auf dem Dach bei Häusern. Hier sieht das Ganze anders aus. So, warum hat man sich dafür entschieden? Ja, nicht alle Dächer sind geeignet. Dächer sind natürlich das Erste, woran man denkt, wenn man Solarenergie ernten möchte. Aber es gibt ganz viele andere Flächen, wo auch sehr viel Licht hinfällt. Und wir wollten einfach mal an diesem Gebäude zeigen, wie hübsch das auch aussehen kann. Die einzelnen Scheiben, die Sie hier sehen, da sind entsprechende Solarzellen drin, die ernten das Sonnenlicht, wandeln das in Strom um. Und dann gibt es noch ein bisschen Technik dahinter, also Wechselrichter, die das Ganze dann netzkompatibel machen. Die Sanierung des Gebäudes war mit knapp 3 Millionen Euro jetzt ja nicht ganz so günstig. Wie genau haben Sie das denn finanziert? Ja, wie bei allen unseren Bürgersonnenkraftwerken, die wir bauen, sind Bürger und Bürgerinnen diejenigen, denen das Ganze gehört. Also jedes von diesen Modulen, da sehen Sie diese viereckigen Glasscheiben, aus denen die Fassade besteht, gehört jetzt einem Bürger oder einer Bürgerin und die bekommen als Rendite den Stromerlös im Endeffekt. Der Preis für eins dieser Photovoltaikmodule liegt zwischen 8.000 und 15.000 Euro. So, und was macht man jetzt mit der ganzen Energie, die man hier eben gewinnt? Ganz einfach, man nutzt das Gebäude für ein Radiologiezentrum. Herr Professor Bien, wie viel Energie verbrauchen Sie denn an Geräten? Man kann es ja sehen, im Jahr. Also wir verbrauchen etwa 650.000 Kilowattstunden Strom. Das ist sehr, sehr viel. Mit den 25.000, die hier dadurch im Jahr erzeugt werden, kommt man ja nicht gerade hin, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, oder? Also im Moment ist es noch so, dass wir alles das, was wir produzieren, auch selber online verbrauchen. Wir brauchen aber Tag- und Nachtstrom. Das heißt, wir brauchen auch die Sicherheit über die Stadtwerke, den Strom auch in der Nacht zu bekommen. Trotzdem ist unser Ziel, dass wir in der Summe irgendwann so viel Strom selber produzieren, wie wir verbrauchen. Das heißt 650.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Unter anderem mit Hilfe von diesen Platten, die rundherum um das Gebäude verlegt werden sollen. Energie kommt dann quasi auch aus dem Boden. Wie praktisch. Vielleicht denkt sich ja jetzt der ein oder andere, so eine Solaranlage in meiner Hauswand ist schon was sehr Praktisches. Gut, der Preis mit fast 3 Millionen Euro Sanierungsgebühren hier ist schon ganz schön happig. Aber man muss sagen, es ist ein Megaschritt im Thema Energiewende.